Hallo Freunde, seht ihr mich? Eben. Heute geht es um Reflexion und Reflektoren. Ich würde sagen, bis gleich nach dem Countdown. So Leute, wie ich eben schon sagte, heute geht es um Reflektoren. Und als mir die Jungs und Mädels aus der Redaktion, also aus dem Team, vorgeschlagen haben, ey Steff, mach doch mal was über Reflektoren, habe ich gesagt, Leute, da bin ich innerhalb von 2 Sätzen durch. Ich bin mir sicher, dass ihr nach der Sendung sagt, ey, es sind ja deutlich mehr als 2 Sätze geworden. Legen wir einfach mal los. Ich muss allerdings im Vorfeld unterscheiden zwischen den Reflektoren bei Mensch und Maschine. Und weil es so einfach ist, fangen wir zuerst an mit den Reflektoren beim Motorrad, also bei der Maschine. 50% aller Motorradfahrer sagen, der Reflektor hinten, vulgo Katzenauge, ist so überflüssig wie ein Kopf. Und die anderen 70% sagen, es ist ein extrem wichtiges Sicherheitsaccessoire, muss also auf jeden Fall dran. Und ihr werdet jetzt im Laufe der Folge einiges über Reflektoren beim Fahrzeug erfahren. Vielleicht das eine oder andere Detail, das ihr noch nicht wusstet. Ich sage es schon mal vorab jetzt schon, dann brauche ich es auch gleich nicht mehr zu sagen. Falls die heutige Folge gefallen sollte, dann freue ich mich natürlich über Daumen hoch, Abos, auch da wie immer gern gesehen. Und äußert euch mal in den Kommentaren, wie eure eigene Meinung ist, gerade was jetzt Reflektoren angeht, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der neuen oder relativ neuen Euro 4 Norm. Denn seit 2016 gibt es da auch die Vorschrift der seitlichen Reflexion. Wir sind schon mitten im Thema drin, wir fangen aber trotzdem ein bisschen chronologisch an, denn der erste Reflektor, das erste Katzenauge, was schon gefühlt seit 100.000 Jahren auf dem Markt ist, ist der Rückstrahler, der verlangt wird. Es ist auch eine TÜV-Auflage. Jemand, der beim TÜV vorfährt und hat keine Reflexion, keinen Rückstrahler an seinem Motorrad montiert, der wird in der Regel auch keine Plakette bekommen. Schon nicht uninteressant, ich erinnere mich an meine eigene Zeit, damals noch im Motorradverkauf, wo wir dann teilweise eine Radabdeckung inklusive Reflektor immer für die TÜV-Vorfahrt verliehen haben für 5 €. Das ist dann in die Trinkgeldkasse gewandert, nur damit der Mensch die TÜV-Durchfahrt durchsteht. Mittlerweile ist die Radabdeckung Makulatur, aber der Rückstrahler ist immer noch interessant. Es gibt eine Vorgabe vom Gesetzgeber, das ist auch alles ganz rigide in der Straßenverkehrszulassungsordnung geregelt, dass erstens der Rückstrahler alle möglichen Formen haben darf. Er muss allerdings geprüft sein. Es muss also ein E-Prüfzeichen drin sein. Und der Rückstrahler, der ein E-Prüfzeichen drin hat und dreieckig ist, der hat am Motorrad nichts zu suchen, denn er ist ausschließlich den Fahrzeugen vorbehalten, die einen Anhänger darstellen, damit ein von hinten kommender Fahrer am Rückstrahler erkennen kann, ist das jetzt eine lange Fuhre, die überholt werden muss, oder eine kurze Fuhre. Wäre mal interessant, das würde ich vielleicht nochmal nachreichen, wie es aussieht bei einer Goldwing mit Anhänger, ob da auch dreieckige Rückstrahler erlaubt sind. Der eine oder andere, der die Information vielleicht ja schon hat, kann sie mir mal in die Kommentare schreiben. Viele unter euch, gerade die Älteren, die werden das noch ganz gut wissen, haben natürlich bei den älteren Fahrzeugen auch sofort das Katzenauge demontiert. Es sah einfach immer beknackt aus, war meistens ein riesengroßes Ding. Einige Fahrzeuge, die gut gelöst oder eine gute Lösung montiert hatten, wir haben hier eine uralte Honda stehen, haben das Katzenauge quasi in das Rücklicht integriert. Das war dann die perfekte Lösung. Allerdings bei den Fahrzeugen mit einem separaten, runden, riesengroßen Teil, das war eigentlich Pflicht, das zu demontieren, weil es einfach, wie gesagt, optisch nicht besonders gut aussah. Das geht heute nicht mehr. Teilweise sind die Sachen auch so fest montiert, dass es da deutlich schwieriger würde. Der Kausus Knaxus allerdings ist heutzutage auch dann nicht mehr so sehr der Rückstrahler nach hinten, weil es einfach sehr, sehr viele gute gelöste Designlösungen gibt, sondern der Knackpunkt ist oftmals jetzt seit 2016 mit der Einführung der Euro 4 Norm, dass die Rückstrahler auch zur Seite, also Seitstrahler sein müssen, die dann allerdings nicht rot sind, sondern orangefarben. Das heißt, irgendwo am Motorrad vorne oder hinten oder in der Mitte muss dann ein orangener Seitenstrahlerreflektor montiert sein. Auch das ist eine TÜV-Auflage und wird auch seit 2018 kontrolliert, denn dann wäre ja auch die erste TÜV-Durchfahrt, denn auch da hatten wir am Anfang viele, viele Kunden, die aus optischen Gründen das demontiert haben, weil auch das ist meine eigene Meinung, es sieht wirklich beknackt aus. Und wenn man einfach mal überlegt, dass ein Motorrad, das ja sehr dynamisch ist, unterwegs ist und ein von der Quere kommendes Auto wird dann den Seitenstrahler anstrahlen, dass er leuchtet. Und in dem Moment, wo das Auto in etwa in Motorradhöhe ist, ist das Motorrad schon lange, lange vorbei. Also ich bin der Erste, der sagt, der Rückstrahler hinten, also das Katzenauge, ist wirklich ein Sicherheitsaccessoire, während es bei dem seitlichen Strahler, bei dem
Seitenstrahler durchaus auch Diskussionsgrundlage gäbe, ja oder nein. Würdet ihr also unterwegs ein Motorrad sehen oder vielleicht auch ein Motorrad kaufen, das keine Rückstrahler hat oder auch wo Seitenstrahler, die orangen Seitenstrahler fehlen und das Fahrzeug ist nach 2016 bzw. Schrägstrich 2017 zugelassen, also schon Euro 4 homologiert, wäre das nicht TÜV-konform, während alle Fahrzeuge, die vor 2016, also nach Euro 3 homologiert sind, dann auch ohne Seitenstrahler auskämen. Ob das ein Kaufargument wird, weiß ich nicht. Es ist aber auf jeden Fall in der Euronorm verankert. Das heißt, die Euronorm 4 ist nicht nur eine Norm, die sich bezieht auf Abgas- und Geräuschentwicklung, sondern da sind auch noch andere Regularien mit eingefasst. Wichtig, wenn ihr mal einen Rückstrahler ändern wollt an eurem Motorrad, auch ein bisschen abhängig vom Motorrad, ist es so, dass der Rückstrahler in einer Höhe angebracht werden muss zwischen 25 und 90 Zentimeter. Und falls es so ist, dass ihr mal einen Rückstrahler durch Gepäcktaschen, Koffer, was auch immer abdecken solltet oder würdet, weil es einfach so unglücklich zu packen ist, dann solltet ihr auf jeden Fall auf dem Gepäckteil eine Alternative des Rückstrahlers montieren, denn auch das könnte euch ein kontrollierender Polizist zum Knöllchen geraten lassen. Von daher, ihr müsst auf jeden Fall dann auch auf Tour zwingend einen sichtbaren Rückstrahler montiert haben. Oder entsprechend Seitenstrahler, je nachdem, wo er untergebracht ist. Habe ich bis jetzt über die Maschine geredet, rede ich jetzt über den Menschen. Das heißt, beim Menschen, bei der Bekleidung ist es natürlich auch wichtig, mit Reflektoren unterwegs zu sein, vor allen Dingen im Dämmer- oder auch im Nachtbereich. Wobei ich persönlich finde, dass ja auch tagsüber es durchaus Situationen geben kann, wo die Sichtbarkeit drastisch erhöht werden muss. Und dann ist es auch so, dass ein Reflektor im klassischen Sinne, der übrigens bei der Bekleidung in einer Norm festgelegt ist, was zum Beispiel Sicherheitswesten angeht, die ich eben anhatte. Das müsste sein 13356. Da gibt es eine Norm für. Ansonsten ist bei der Bekleidung für den Menschen, für den Motorradfahrer, da überhaupt nichts vorgeschrieben. Das Einzige, was passieren kann, ist, wo es ein bisschen kritisch würde, dass wenn jemand komplett mit wüsten Reflektoren ausgerüstet ist und bei einem theoretischen Unfall würde der Unfallgegner behaupten, oh, der hat mich aber komplett abgelenkt über die Masse an Reflexion, das hat mich vollkommen irritiert. Dann könnte es eventuell sein, dass einem da ein Strick draus gedreht wird, aber ansonsten gibt es keine Regularien bezüglich der Klamottenreflexion, jedenfalls bei uns in Deutschland. Denn wenn man teilweise im europäischen Ausland unterwegs ist, gibt es ja die Vorschrift, auch mit einer Warnweste zu fahren. Das heißt, da muss eine starke Reflexion in der Klamotte oder über der Klamotte getragen werden. Das ist dann nicht so eine Flattergeschichte wie jetzt hier, das ist einfach so eine Bauarbeiterweste. Das sind dann schon Motorradwesten, die stabiler sind, nicht so sehr im Wind flattern und dann auch entsprechend eine starke Reflexion haben. Das habt ihr aber bestimmt schon mal gesehen, wenn da die Horden an holländischen Fahrzeugen oder belgischen Fahrzeugen zum Beispiel Richtung Nürburgring unterwegs sind, denn die sind dann alle gelb gewandert mit diesen sehr, sehr attraktiven gelben Warnwesten. Weil das Thema heute nur Reflexion ist, möchte ich nochmal betonen, dass es ja nur passive Lichtquellen sind. Also wenn irgendwo eine Lichtquelle stattfindet, wird die an eurer Klamotte reflektiert, denn es gibt ja auch Bekleidung, Helme, die haben aktive Lichtquellen dabei. Das soll heute nicht unser Thema werden. Eventuell, auch das könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, ist es ja so, dass ihr da eine Folge drüber sehen wollt, dann würden wir es auch produzieren, aber das ist so ein kleiner Nischenbereich, dass ich denke, dass das jetzt nicht ganz so interessant ist. Also von daher passive Reflexion, das wollen wir jetzt auch mal so durchziehen. Weil es einfach meiner Meinung nach der wichtigste Bekleidungsartikel ist, glaube ich sagen zu können, dass ein gut sichtbarer Helm auch da mit Abstand die halbe Miete ist. Das ist zwar jetzt keine Reflektorfarbe, aber eine sehr, sehr grelle und aggressive Signalfarbe, die ja im Grunde genommen die Sichtbarkeit ähnlich erhöht wie in der Dämmerung, respektive bei Dunkelheit ein Reflektorstreifen. Deshalb sollte auch sowas durchaus auch beim Thema Sichtbarkeit mit angesprochen werden. Ihr habt natürlich die Möglichkeit auch dann Reflektorstreifen, Reflektorpunkte aufzubringen, immer ein bisschen abhängig davon, was ihr über das Design sagt. Wichtig ist, ihr wisst Bescheid, es gibt ja Verbundstoffhelme und thermoplastische Helme und beim Thermoplastwerkstoff müsst ihr auf den Kleber achten. Jemand, der explizit einen Reflektoraufkleber für einen Helm anbietet, wird den Klebestoff schon so wählen, dass das dann auch ohne Probleme montiert werden kann. Bei einem Fiberglashelm habt ihr in der Regel keine Probleme bezüglich einer Reaktion zwischen Klebstoff und Helmschale. Und dann kann man natürlich nach seinem eigenen Gusto die Sichtbarkeit des Helmes erhöhen.
Die gleiche Geschichte setzt sich dann natürlich bei den Klamotten fort und ich glaube auch behaupten zu können, wo ist es? Da ist es. Selbst so ein popliger Handschuh, wie hier dieses Bogotto-Teil mit einer leichten Protektion, dadurch, dass die Fingerzwischenräume sehr grell gehalten werden, auch das ist keine Reflexion, sondern eine Signalfarbe, erhöht die Sichtbarkeit auch tagsüber immens. Denn je nachdem, was ich für ein Fahrzeug unterm Hintern habe, ist ja so, dass vom Fahrer bis zum Helm kaum was gesehen wird, je nachdem, was da für eine Verkleidung drauf ist. Also wenn ihr eine Signalfarbe nehmt, unabhängig dann vom Reflektor, dann ist es auf jeden Fall ein Zuwachs an Sicherheit. Und ich behaupte einfach mal, ich nehme jetzt nochmal den Helm zur Hand, das ist jetzt meine eigene Meinung, dass eine Signalfarbe im Gegensatz oder in Mitwirkung von anderen gesetzteren Tönen durchaus auch eine sehr starke oder ein sehr tolles und attraktives Design darstellt. Also von daher, eine Signalfarbe muss nicht automatisch heißen, das ist ein Image wie eine Bauarbeiterweste. Das heißt, je mehr Reflexion ihr an der Klamotte habt, ich nehme jetzt einfach mal die Jacke hier zur Hand, ist es halt so, dass selbst so ein popliger kleiner Keil auf 250 Meter riesig groß zu sehen ist, ganz zu schweigen von der gleichen Anordnung vorne, wobei die nach vorne gerichtete Reflexion meiner Meinung nach nicht ganz so wichtig ist wie die Reflexion nach hinten, denn einfach von der aktiven Strahlung Frontlicht plus Reflexion, ich glaube, das ist nicht ganz so wichtig, während Seite oder Rücken mit Abstand am wichtigsten wäre, denn bei manchen Fahrzeugen habe ich immer den Eindruck, dass es hinten eine ganz kleine Funzel, während der reflektierende Bestandteil der Jacke oder der Klamotte einfach deutlicher zu sehen ist als das aktive Licht. Da ich weiß, dass die Diskussion um Reflektorwesten relativ stark hin und her wogt, ist es auch so, dass ich jetzt noch so ein bisschen hinterher schieben muss. Ich bin der Erste, der Verständnis dafür hat, wenn jemand sich eine Lederkombi gekauft hat, die total attraktiv aussieht mit allen möglichen Farben, die nicht unbedingt aggressiv sein müssen oder stark sichtbar sein müssen, um dann eine Reflektorweste drüber zu ziehen. Das sieht natürlich nicht ganz so prickelnd aus. Es gibt aber, wie ich auch eben schon angedeutet habe, im europäischen Ausland Regularien, die bedeuten, dass ihr dann so eine sehr attraktive Weste überziehen müsst. In Frankreich zum Beispiel ist die Vorgabe, dass auch ein Helm mit Reflektoraufklebern ausgerüstet werden müssen. Und wenn dann die Helmhersteller zum Beispiel aus Japan Helme nach Europa liefern, dann ist es halt so, dass im Lieferumfang inklusiv ein Klebesatz mit dabei ist, der dann bei Bedarf auf den Helm aufgebracht wird. Und die französischen Kunden müssen das entsprechend, um kein Knöllchen zu riskieren, auch machen. Um die Diskussion etwas zu entschärfen, auch da eine eigene Erfahrung. Ich habe immer eine dünne Weste mit unterm Sitz oder im Tankrucksack mit dabei. Und ich sage gefühlt zu 98% nur tagsüber. Dann möchte ich auch Spaß an meiner bunten Kombi haben. Und wenn ich dann wirklich in die Dämmerung oder in die Nacht komme, dann nehme ich einfach die Weste, die Reflektorenweste raus, ziehe sie an. Denn dann ist mir egal, weil keiner die Kombi in der ganzen Pracht erkennen und sehen kann. Dann ist es mir wirklich egal. Also von daher können wir uns, glaube ich, darauf einigen, wenn ich dann die Weste anders wie bei den belgischen Motorradfahrern wegpacken kann und ziehe sie nur an bei Gebrauch, dann ist es, glaube ich, für alle Parteien eine gangbare und machbare Lösung. Ihr habt es schon bemerkt, es sind deutlich mehr als die ursprünglich avisierten 2 Sätze geworden oder die befürchteten 2 Sätze geworden. Es war hoffentlich auch nicht zu wenig. Wenn es denn so war, schreibt es in die Kommentare rein. Leute, das war's. Ich sag Tschüss und Adios.